Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Sherlock Holmes und wir ermitteln im Fall des Schwarzen Peter weiter. Im letzten Part haben wir mal so nebenbei ein Schwein harpuniert, um zu sehen, ob es möglich ist, einen Mann zu durchbohren. Und wir haben die Baker Street Bande dazu dazu gebracht oder beauftragt, Nachforschungen im Hafen, um herauszufinden, was auf der Sea Unicorn vor Jahren mal wirklich passiert ist. Außerdem sind wir dann zur Polizeiwache gerufen worden und da setzen wir jetzt natürlich an und da spielen wir jetzt natürlich auch weiter. Tja, so da. Also, wir fahren ab nach Scotland Yard. Mit dem wohl langweiligsten Ladebildschirm ever. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Gut, sehen wir mal nach den neuen Aufgaben. John Illigans Geschichte habe ich schon, aber wir wissen noch nicht, welche Rolle er gespielt hat. Verhören Sie die Polizeiwache der Neuen Verdächtigen und untersuchen Sie Liam Hurtleys persönliche Gegenstände, die Sie in der Datenkammer finden. Naja, auf geht's. Haben ja nichts Besseres zu tun. So, das sind Illigans Sachen. Das sind Hurtlers Sachen. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. So, fehlende Wertpapiere, Blechkiste. In der Blechkiste waren die fehlenden Wertpapiere.
fanden sich kostbare Wertpapiere. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Und wir haben eine Connection hergestellt. Möglicherweise wurde John Negan dabei ertappt, wie die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für den schwarzen Peter zu töten, für ihn den schwarzen Peter zu töten. Gut. Wandern wir weiter nach Norden. Ah, das ist eine Lüge. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Sehen wir uns mal diese Person genau an. That's all for now. Please escort this suspect for interrogation. Ich würde ganz... Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Alles klar, also wir haben hier Mr. Liam Hans ist ein Fremder, der von der Polizei verhaftet wurde, weil er zu später Stunde in der Nähe des Woodsman Lee herumstreunte. Er ist ein ehemaliger Soldat, der nach einer Nackenverletzung durch einen Granatsplitter ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde. Er führt mittlerweile ein ruhiges Leben als Gärtner. Der Brief von Mr. Hurtley hat seine Verhaftung
bei sich trug. Er ist nahezu vollständig mit Tintenflecken übersät. Mr. Carey's Schulgröße sind 9,5. Peter Carey's Stiefel Schulgröße sind 8. Und soweit ich mich erinnern kann, haben wir hier Schuhgröße der Drücke passen. Aber leider Gottes steht jetzt dann nicht dabei. Aber ich glaube, ich habe Pläne. Erst um Erkenntnisse zu gewinnen. So, zuerst möchte ich runter zu diesen Schuhabdrücken. These boots don't match the footprints. These boots match the footprints exactly. Gut, damit wissen wir schon mal. Damit haben wir so. Also wir wissen nun, hier im Hörtli-Stiefel passen perfekt in die Abdrücke im Garten der Woodmansley, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gäbe keinen Gärten in Woodmansley. Normalerweise ist die Frau ja noch oben, also können wir sie auch gleich befragen? Ha, ich liebe dieses Spiel. Reden wir mal drüber. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Okay, sie sagt, sie kenne ihn nicht. Viel beweisen kann man ihr leider hier nichts. Gehen wir in die Baker Street. So, wir können hier Hurtleys Brief I untersuchen. need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Also, wir müssen zuerst diese
blaue Chemikalie. So. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Okay. Farblose, das heißt, wir müssen die grünen nehmen. Dann eine farblose. Dann noch eine orangene. Dann wieder eine farblose. Mix. Ja, wir mixen wieder mal blau und orange. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Gut. Also wir müssen mit der blauen Chemikalie anfangen. Dann nehmen wir dieses Mal eine farblose. So. Dann wieder eine grüne. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Ups, ich habe mich dann verrannt, glaube ich. Also wir brauchen zuerst eine blaue. Eine blaue, dann nehmen wir eine dann die grüne, dann eine orangene, nach der orangenen müsste noch eine farblose kommen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Gut. Einmal blau. Einmal farblos. No, something isn't right.
I need to start the reaction from the beginning again. Gehen wir es nochmal mit grün. Nochmal blau. Wir sind nochmal farblos. Done. Now I can proceed further. Haha! Chemikalienmeister! Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Ich habe sie gut versteckt, wie du gebeten hast, aber ich bitte dich, überlege es dir. Und erinnere dich an die Schwur. Ich habe nichts Ehrenloses getan, für dass du mich. Okay? Und dann zurück nach Scotland Yard und diese Erkenntnis vorgelegt. Also wir wissen 2 Erkenntnisse. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley.
Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Gut, Tabakbeutel ist es nicht. Also wir wissen, die Stimme und die Stiefel passen. Also der Ring ist es nicht, der würde nicht reinpassen. Der Tabakbeutel ist es auch nicht. Versuchen wir es mal über den Garten. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads. But now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. So. Tja, was soll man da noch großartig sagen, ne? Für heute lassen wir es hier gut sein. Wir waren heute schon sehr produktiv. Wir sind ganz knapp vor der Lösung des ersten Falls, also kann ich mir schon vorstellen, dass wir ihn bald lösen werden. Ich verbleibe aber mal für diesen Part, der hat schon länger gedauert, euer Gaming Dragon mit einem heißen Feurio.